Als wir Deutschland verlassen haben, war für uns klar, dass wir unsere neue Heimat intensiv bereisen wollen. Und so sind wir nun hier, mitten im Nationalpark Gauja, zur buntesten Jahreszeit in einem der grünsten Länder der Erde, Lettland. Hier verschmelzen Geschichten, die bis zur Eiszeit zurückreichen, und atemberaubende Natur zu einem einzigartigen Schauspiel. Tauche ein in eine Welt, wo du morgens durch mystische Schluchten wanderst, mittags in einer echten Ritterburg stehst und abends den Sonnenuntergang über dem malerischen Gaujatal bestaunst. Lettland liegt im Herzen Nordeuropas und ist ein Land geprägt von dichten Wäldern, weiten Ebenen und majestätischen Flüssen. Die Gauja ist mit ihren 452 Kilometern der längste Fluss, der vollständig in Lettland verläuft. Sie ist die Heimat einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt und bildet mit ihren Sandsteinfelsen und ihren mittelalterlichen Burgen eine der malerischsten Landschaften Nordeuropas. Wie eine geschwungene Signatur hat die Gauja über Jahrtausende ein spektakuläres Tal in die Landschaft gezeichnet, bis zu 85 Meter tief, eingeschnitten in roten Sandstein. Die Wälder in diesem Gebiet sind seit über 100 Jahren unberührt. Außerdem findest du hier die höchste Konzentration an mittelalterlichen Burgen in Lettland. Aufgrund dieser besonderen Naturlandschaft wurde 1973 der gleichnamige Gauja-Nationalpark gegründet. Hallo, wir sind Santa und Daniel und haben den Gauja-Nationalpark und seine Umgebung besucht und möchten in diesem Video die Schönheit dieser Region mit dir teilen. Zwei gute Ausgangspunkte für die Erkundung des Nationalparks sind die beiden Orte Sigulda und Cesis. Wie eine riesige rote Schatztruhe thront die Burg Túrheidar über dem grünen Wald von Sigulda. In ihr reist du 800 Jahre zurück in die Zeit. Klettere die Stufen des Burgturms hinauf und entdecke eine Aussicht, die dir den Atem raubt. In jedem Raum der Burg warten neue Abenteuer und spannende Geschichten aus der Zeit der Ritter auf dich. Am Fuß der Burg findest du unseren nächsten Stopp, die Gudmana-Höhle. Stell dir eine Höhle vor, die so groß ist wie ein Haus. Die Gudmana-Höhle ist die größte ihrer Art im ganzen Baltikum und verbirgt viele Geheimnisse in ihren roten Sandsteinwänden. Die Wände der Höhle sind wie ein uraltes Gästebuch. Seit Jahrhunderten haben Menschen ihre Namen und Botschaften in den weichen Sandstein geritzt. Die ältesten Inschriften stammen sogar aus dem 17. Jahrhundert. Der Name der Höhle kommt von der Legende vom guten Mann. Er soll hier gelebt und mit dem klaren Quellwasser der Höhle Kranke geheilt haben. Noch heute sprudelt diese Quelle und manche sagen, ihr Wasser habe heilende Kräfte. Eine besonders berührende Geschichte ist die der Rose von Túrheidar, einem jungen Mädchen namens Maja, das hier im 17. Jahrhundert ihr tragisches Ende fand. Ihre Geschichte von Liebe und Treue wird noch heute an diesem geheimnisvollen Ort erzählt. Die Region um die Höhle ist aber auch ein toller Ausgangspunkt, um weiter in die Wälder hier vorzudringen und verschiedene Wanderungen zu unternehmen. An einem romantischen Platz oberhalb der Gudmana-Höhle steht die Liebeslinde, ein stiller Zeuge der tragischen Geschichte der Rose von Túrheidar. Auf dem Weg zur Linde kommen wir vorbei an der Ruine der alten Burg von Grimulda. Wer nicht so gerne wandert, der findet oben auch einen kleinen Parkplatz. Egal wie du hier hochkommst, die Aussicht lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch eine Seilbahn, die über die Gauja führt und von der aus du viele Sehenswürdigkeiten von einer anderen Perspektive aus sehen kannst. Die ganze Region ist durchzogen von kleinen Wanderwegen und Höhlen, zum Beispiel die Wanderung zum Paradieshügel, mit seiner Schaukel, von der aus du in die Täler der Gauja und auf die Túrheidar Burg schauen kannst. Viele Abzweigungen und Treppen führen von hier aus nach unten in die Wälder und vorbei an weiteren Höhlen. Ein weiteres Wahrzeichen von Sigulda ist das neue Schloss und die dahinterliegende Burg. Beides kannst du natürlich besichtigen und dabei viel über die Region und die Vergangenheit erfahren. Wir haben nur die Burg besucht und waren schon beeindruckt, wie gut diese erhalten ist.
Also wie gesagt, es gibt hier eine Menge zu sehen, Haufen Ausstellungsstücke und tolle Aussichten über die ganze Landschaft hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben jetzt nur diese eine Burg hier gemacht. Drüben ist noch ein Schloss, das man angucken kann. Und ist auch gar nicht so teuer, sich das anzuschauen. Also wer Schlösser und Burgen liebt, Sigulda scheint hier das Paradies für Schlösser und Burgen zu sein. Während du durch den Schlossgarten wanderst, kannst du auch die kleinen Shops besuchen, in denen noch traditionelles Handwerk gezeigt wird. Sigulda kannst du auch mit dem Zug erreichen. Von Riga aus fährst du ungefähr eine Stunde und die Züge fahren so alle 1 bis 2 Stunden in die Richtung. Flexibler und schneller bist du natürlich mit deinem Mietwagen. Wir empfehlen dir aber mindestens eine Übernachtung, wenn nicht sogar mehr hier einzuplanen, um wirklich genug Zeit zu haben, mir hier alles anschauen zu können. Cēsis liegt etwas weiter im Osten, am Rand des Nationalparks und ist auch bekannt als die Schweiz Lettlands, da es hier etwas hügeliger ist. Da Lettland sonst recht flach ist, fällt diese Tatsache hier besonders auf. Unsere Unterkunft in Cēsis war dieses wunderschöne renovierte Haus mitten im Wald, eine kleine Oase am Rand des Ortes. Perfekt war hier die Nähe zum Nationalpark, zu allen Wanderungen und allen Sehenswürdigkeiten. Den Link zur Unterkunft findest du in der Videobeschreibung. Die Besichtigung der Burg von Cēsis ist ein besonderes Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, denn zu deiner Eintrittskarte bekommst du hier auch eine kleine Kerze. Das klingt zwar völlig banal, macht den Besuch der Burg aber irgendwie besonders. Stellenweise benötigst du die Kerze auch wirklich, denn in den Gewölben ist es teilweise stockdunkel. Die Burg wurde 1214 von Rittern des Livonischen Schwertbrüderordens gebaut und war eine der stärksten Festungen Lettlands, bis sie dann 1577 von Ivan dem Schrecklichen belagert und zerstört wurde. Ich habe übrigens auch was schon dazu gelernt, ne? Also der Graben hier war früher nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Kloake, weil das die Gegner abschrecken soll. Wie die Leute damit in der Burg klargekommen sind, weiß ich auch nicht. Jedenfalls stelle ich mir das ziemlich eklig vor. Das hier sind übrigens die Original-Kanonenkugeln, die hier gefunden wurden. Und eine davon ist irgendwie auch ein bisschen abgesplittert. Die war wohl richtig tief im Boden auch drin. Ja, und warum ist der Turm rund gebaut? Ja, weil so ein runder Turm lässt sich schwieriger zerstören als ein eckiger Turm. Ist so. Unsere Kerze ist fast ausgegangen und ja, reicht aber, um genau alles anzugucken, was man angucken will. Wir vermissen eine Kleinigkeit noch. Es gibt nämlich noch einen Multimedia-Vortrag, der oben im Turm stattfinden soll. Aber irgendwie war da die Tür zu und ein Codeschloss davor. Keine Ahnung, ob man das extra zahlen muss. Fragen wir gleich nochmal nach. Einfach heute geschlossen. Oder heute ist einfach geschlossen, was eigentlich auch blöd wäre am Wochenende. Naja, wir gucken mal, ob wir beim Empfang eine Information dazu finden. Ansonsten, das ist eigentlich ein Highlight gewesen. Da sieht man nämlich, wie das komplette Teil hier gebaut wurde, durch die Geschichte gegangen ist, was alles passiert ist drumherum und so weiter. Und das alles in Bildern. Also man muss eigentlich gar nicht die Sprache können und versteht es trotzdem, weil man mittendrin sitzt und dann sieht, wie das Schloss, die Burg abbrennt und wieder aufgebaut wird und unter verschiedenen Epochen sozusagen funktioniert hat. Und das ist eigentlich ganz spannend, aber heute leider nicht. Naja, wir schauen mal noch, was es gibt. Aber ansonsten ist die Burg auch trotzdem lohnenswert. Und alleine der Gag mit der Kerze ist schon ganz nice, ne? Auf jeden Fall, ja. Um die Burg herum gibt es einen wunderschönen Park mit weiteren kleinen Sehenswürdigkeiten. Schnapp dir dafür einen Kaffee und eine der leckeren Waffeln, die es hier zu kaufen gibt, und entdecke die vielen kleinen Orte und Blickwinkel des Parks. Auch die Altstadt von Cēsis ist einen Besuch wert und hat noch den Charme einer typischen lettischen Altstadt mit Holzhäusern und engen Gassen. Es gibt einige kleine Restaurants für den kleinen und großen Hunger. Wir haben hier auch eine kleine Bäckerei besucht und uns dort frisches Brot besorgt.
Nicht weit weg von unserer Unterkunft gab es einen schönen Wanderweg, der dich auf verschiedenen Routen direkt an das Ufer der Gauja durch die ursprünglichen Wälder führt, vorbei an Klippen, Höhlen und klaren Quellen. Das Gebiet ist nicht umsonst eine der beliebtesten Ausflugsziele Lettlands. Die Gauja mit dem Kanu zu erkunden, muss eine einzigartige Erfahrung sein. Überall gibt es Shelter und Feuerstellen und jede Menge Abenteuer. Wow, das sieht doch schon geil aus. Dann kommst du hier zu so einem Strand und siehst hier direkt die Steilklippen. Und unter dir direkt die Gauja. Heftig. Geiler Spot. Und hier kann man auch wunderbar Kajak fahren. Was ein geiler Fleck Erde hier. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall, hier hätte ich jetzt sofort Bock mit dem Kajak loszufahren und hier runter zu rödeln. Es gibt eine Feuerstelle, es gibt ein Klo, es gibt eine Bank, es gibt vor allem hier auch so kleine Shelter. Das heißt, wenn ihr mal hier in Lettland Bikepacken wollt oder Kajak Wasser wandern wollt, dann gibt es hier öfter mal solche kleinen Rastplätze, auf denen ihr euch dann aufhalten könnt. Aber Vorsicht, es gibt natürlich hier auch solche kleinen Stromschnellen. Also, ne, Obacht geben und vorsichtig paddeln, nicht wahr? Ja, wir lernen hier gerade was über die Lachse in der Gauja und deren Jahresabläufe und wann man hier Lachse findet und wie alt die sind, damit sie dann ins Meer schwimmen können und so weiter und so fort. Ganz spannend, steht hier überall geschrieben. Es ist aber überall verboten, hier zu angeln, es sei denn, du hast einen Stock und einen Faden und ein bisschen natürlichen Köder dran, aber auf gar keinen Fall darfst du hier Profi-Ausrüstung mitnehmen anscheinend. Araichi zeigt die Rekonstruktion einer ursprünglichen Inselsiedlung aus dem 9. Jahrhundert und ist die einzige ihrer Art in ganz Europa. Auf der nebenan liegenden Mädcheninsel sieht man verschiedene Bauten aus der Stein- und Bronzezeit, die nach Funden aus den umliegenden Regionen und Ländern nachgestellt wurden. Ja, wir sind beim nächsten Spot. Das ist nicht weit weg von diesen Holzhäusern eben. Das hier sind wohl Häuser, wo die Mädchen gelebt haben, auf einer Extrainsel, in Extrahäusern, weit weg von den Männern. Und die Häuser hier sind fast noch kleiner. Und man möchte meinen, die Leute waren wirklich nur kniehoch. Interessant auf jeden Fall zu sehen. Aber irgendwie auch spooky hier. Das ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Man ist allein auf so einer Insel, sieht nur diese Hütten und man fühlt sich direkt wie in so einer Zeitmaschine irgendwie ins Mittelalter oder noch früher versetzt. Ganz witzig irgendwie. Und auch verrückt, hier hört man Wölfe heulen. Jetzt gerade nicht, aber vorhin. Richtig laut und viele. Schnell weg. Über der Siedlung thront eine alte Mühle, die ursprünglich von einem deutschen Gutsbesitzer erbaut wurde. Sie wurde aufwendig restauriert und funktioniert auch heute noch. Du kannst sie dir vom Besitzer zeigen lassen und ihn gerne von uns grüßen. Wir sind hier gerade in einer Windmühle, in einer originalen Windmühle. Die hat damals ein Deutscher hier gebaut und der Nachfahre von den Besitzern von damals erzählt uns hier gerade die Geschichte und zeigt uns die Windmühle, die er und seine Freunde hier komplett selbst restauriert haben. Ja, wir sind jetzt oben in der Windmühle. Hier wird noch, wie gesagt, das Ding funktioniert noch. Hier wird auch noch wirklich alles gezeigt, wie das gemacht wird und
wie die einzelnen Schritte sind und so. Und der Eigentümer ist sehr nett, erzählt mir hier alles Mögliche und eine gute Verbindung schon. Ich gehe mal noch ein bisschen höher und gucke mir das ein bisschen genauer an. Das war unser kleiner Einblick in den Gauja Nationalpark und wir hätten hier sicher viel mehr Zeit verbringen können, um dir noch mehr von dieser tollen Region zu zeigen. Aber komm doch einfach selbst mal her und erlebe deine eigenen Abenteuer. Es lohnt sich. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like, ein Abo oder dein Feedback freuen. Was war dein Highlight? Was würdest du dir selbst gerne mal anschauen? Und falls du Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Tschüss und bis zum nächsten Video.